Hallo, heute machen wir eine Mettwurst und dazu habe ich noch eine dicke gemacht. Eine dicke Mettwurst im Rinderkranzdarm als Salami gereift. So, und schon geht's los. Ich benutze jetzt Schweinebauch. Ich stelle euch das Rezept auf 1 Kilogramm zusammen und das könnt ihr dann unten in der Infobox nachlesen. Fleisch muss wie immer eiskalt sein. So, dazu nehme ich noch ein Stück Schweinerücken. Das schneide ich auch in Streife und der geht dann auch so mit durch den Fleischwolf durch. Das mache ich alles zusammen. Kommt in den Plastikbeutel rein und direkt wieder in den Gefrierschrank, dass das alles schön kühl bleibt. So, dazu habe ich noch Schinkenfleisch benutzt und der war auch schön fett. Das Fett habe ich dann auch noch dazu benutzt. Alles ein bisschen klein geschnitten und das geht dann auch noch mit durch den Fleischwolf. So, jetzt habe ich mir am Vorabend 6 Zehen Knoblauch klein geschnitten und ins Glas gemacht. Dazu kamen 2 Schnapsgläser Pitu. Das ist so ein brasilianischer Rum. Könnt aber auch einen Rotwein nehmen oder sonst irgendwas oder sonst ein Rum, Brugal oder ein Barcelo. Und das wird dann noch ein bisschen klein gedrückt und wird über Nacht kühl im Kühlschrank stehen gelassen. Und das gibt einen super Geschmack an der Wurst. So, dazu habe ich noch etwas Puderzucker reingemacht. So einen Teelöffel voll. Also ich benutze bis 0,5 Gramm Zucker, Puderzucker oder Honig. Das ist ein bisschen wie Starterkultur. Mache ich gleich mit rein und den nächsten Tag könnt ihr das dann aussieben oder wie ich der Knoblauch noch mit an die Wurst machen. Also ich habe alles komplett am nächsten Tag zur Wurst gemacht. So, dann kommen wir zur Gewürzmischung. Auf 1 Kilogramm Fleisch habe ich 23 Gramm Pökelsalz genommen. Normal benutzt man 25 Gramm, aber aus Erfahrung nehme ich immer 23 Gramm. Das reicht mir. Der wird nichts schlecht dabei, das ist wunderbar. Und dazu kam noch etwas Ingwer. Dann habe ich noch Pfeffer dabei gemacht. Ein Paprika aus Rumänien habe ich noch dabei gemacht. Und ein bisschen Kumin. Wenn euch das Kumin nicht schmeckt, braucht das nicht dabei zu machen. Also wir haben das sehr gerne. In Brasilien wird das auch sehr gerne benutzt. Meine Frau ist ja Brasilianerin. Und was ich da noch habe, das sind Senfkörner. Da habe ich auch gerade so eine Prise noch dabei gemacht. Das ist eigentlich alles. Also Paprika, Kümmel, Pfeffer. Wie gesagt, ein bisschen Paprika war noch dabei aus Rumänien. Schreibt es euch in die Infobox rein. Das alles fülle ich in ein Schraubglas rein. Vermische das Ganze vorher gut, damit ich keine Gewürznester bekomme. Da mache ich das über das Fleisch drüber. Ich gebe nicht alles gleich dran. Immer so stückchenweise. Mische ich das vor mit der Hand. So, ich habe jetzt hier den Fleischwolf von Vegetal. Das ist das Modell FW120B. Hat ungefähr 230 Euro gekostet. Und dann habe ich jetzt schon das 4. Jahr. Und ich muss sagen, top Teil. Zieht alles super durch. Quetscht nicht das Fleisch. Also ist wirklich klasse. Da sind dann noch ein paar Tülle dabei. Das ist eine ganz dicke noch für Salami abzufüllen. Verschiedene Größe. Insgesamt sind das 4 Stück. Als erstes kommt der Aufsatz drauf. Der wird dann hier an der Seite festgedreht. Das ist ein ganz schweres Teil. Das hat, ich glaube, 3,5 bis 4 Kilo. Sehr schwer. Dann kommt die Spirale rein. Müsst ihr immer gucken, dass das Teil gut fest ist. Nachher mal kurz anlaufen lassen und nochmal nachziehen. Nach dem Putzen öle ich das immer ein bisschen ein. So, die Spirale kommt dann so rum rein. Dann kommt das Messer rein. Das dreht jetzt in dem Fall links rum. Und die Schneide muss auch dann links rum schneiden. Also so wie ihr das jetzt seht, so rum muss auch das Messer rein. Dann benutze ich heute als erstes mal eine große Lochscheibe. Aus dem Grund, ich lasse das 2- oder 3-mal nacheinander durch mit verschiedenen Scheiben, immer kleiner. Weil ich da schon eine gewisse Bindung bekomme und muss da nicht mit der Hand so viel Menge. Weil ich habe Probleme in der Hände und kann das nicht mehr so machen. Dann haben wir hier noch die restliche Scheibe. Mittlere Scheibe. Eine ganz kleine noch. Dann habe ich noch Ersatzmesser dabei. Alles, was man noch so braucht. Mein Knoblauchgebräu mit Rum hole ich mal jetzt aus dem Kühlschrank raus
und gebe das mal schon über das Fleisch drüber. Also zuerst solltet ihr die Gewürze dran machen und nicht umgekehrt. Wenn ihr das umgekehrt macht, kriegt der Gewürznester. Das gibt nämlich so Bolle. Das wäre nicht so gut. Also erst gut Menge, die Gewürze mit der Hand und dann erst die Knoblauchbrühe drüber machen. Wie gesagt, ihr könnt das, wenn ihr wollt, könnt ihr das aussieben. Ich wollte es eigentlich zuerst so machen, aber dann habe ich gedacht, komm, mach alles dran. Und ich muss sagen, Geschmack war auch nicht zu stark. Der Rum hat mal rausgeschmeckt, wollte ich ja auch. Und der Knoblauchgeschmack war auch jetzt nicht zu stark gewesen. Dann nochmal schön durchmischen, ab durch den Fleischwolf. Also solche Mettwürste, die sind unheimlich schnell gemacht, da habt ihr ganz wenig Arbeit. Wenn ihr alles ein bisschen vorrichtet, geht das ganz, ganz schnell. Und die werden auch immer gut, die haben ja dünnes Kaliber. Das Restbrät, was noch übrig war, habe ich da noch in Rinderkranzdarm reingedrückt. Könnt ihr aber später sehen, wie ich das gemacht habe. Das geht man mal oben schon rein. Gleich mal ins Loch ein bisschen was reingefüllt, dass er gleich was wegziehen kann. Nicht zu feststopfe, nicht so nachdrücke wie so ein Bulle. Einfach der Wolf in Ruhe arbeiten lasse, aber auch aufpasse, dass er nicht so frei läuft zu lange, weil dann wird das Fleisch oder das Brät wird dann zu warm werden. Also ich habe es jetzt erst durch die große Scheibe gelassen. So, und dann habe ich nochmal schnell umgefüllt. Habe es nochmal durch die mittlere Scheibe durchgelassen. Ja, das war dann schon meiner Meinung gut. Ich habe da mal schon probiert. Das hat schon eine kleine Bindung gehabt. Es soll ja auch nicht so ganz fein sein. Das Ganze habe ich dann bindig vermengt. Das ist also sehr wichtig, dass ihr das gut mengt, damit das eine Bindung hat. Wenn das keine Bindung hat, wird eure Wurst auch nicht schmecken. Und das kann schon ein bisschen dauern, bis das die Bindung hat. Ich mache es halt immer mit der Hand, weil ich dann das spüre, wann die Bindung gut ist. Wenn man dann so einen Balle macht und hebt es dann mit der Hand hoch und es fällt nicht mehr runter von der flachen Hand, dann ist es auch gut. Auch nicht zu lang binde, aber das muss man halt auch rausfinden. Das ist genau, ich backe ja auch Brot. Das muss man rausfinden, wie die Bindung am besten sein muss. Manchmal geht es ganz schnell mit dem Binde, manchmal dauert es ein bisschen. Und wie ihr seht, es ist noch nicht so richtig, das fällt noch runter, also weiter Menge, bis es an der Hand klebt. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, eigentlich das Wichtigste an der ganzen Wurst hier. So, dann geht es schon weiter. Ich habe hier einen 5 Liter Wurstfüller. Ich habe vorher einen 3 Liter von Beketal gehabt, der war sehr gut, muss ich sagen. Und diesmal habe ich einen 5 Liter von Verdes. Diese beiden sind baugleich. Warum habe ich mich für den Verdes entschieden? Weil der Verdes hatte eben noch eine Stahlkurbel an der Seite dabei. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Der war auch dann nochmal 10 Euro billiger wie bei Beketal. Da ist jetzt noch eine Entlüftung dabei, wie ihr seht. Das ist ein bisschen blöd gemacht, da ist ein Splint drin. Das hätte man können anders machen. Das ist immer so ein bisschen gefummelt. Ich habe mal da einfach so ein Stück Draht gemacht und wickel das da rein und lasse den Splint lasse ich weg. Funktioniert trotzdem. Man hat es dann nachher gleich ab und kann es rausholen zum Reinigen. Die Dichtung mache ich immer verkehrt herum drauf, weil wenn ich sie richtig rum drauf mache, dann rutscht der nicht so richtig gut durch, obwohl ich das alles noch ein bisschen mit Öl einschmiere. So, dann mache ich meistens als erstes schon die Tülle drauf. Aus dem Grund, wenn ich jetzt das erste Brät reinmache und dann wackelt das Ding gar nicht mehr da rum. So, das ist eigentlich alles selbe, wie auch wenn man die Salami macht. Nur muss man halt da nicht so viel aufpassen wegen der Luft. Ich mache trotzdem immer so Balle, schmeiß das rein und drücke es dann eben fest an. Ich mache immer so 2 Balle rein und dann drücke ich das fest an. Und dann schmeiße ich die nächsten 2 rein. Also wie gesagt, ich hatte jetzt 3 Kilogramm Fleisch. Wäre noch ein bisschen was reingegangen. Aber das waren, ich glaube, das waren 38 Würste, was ich da rausgekriegt habe. Das war wunderbar. Ich habe jetzt noch 2 im Keller hängen. Die sind schon ganz fest. Ich mag sie gern so. Teil habe ich dann einvakuumiert. Und vom Geschmack her unglaublich. So, da haben wir an der Seite einmal die Stahlkurbel. Wie gesagt, das habe ich schon ja geholt. Dann drehen wir das runter und durch die Entlüftung oben geht ja mal die erste Luft schon raus.
So, dann drehe ich das immer so lang bis vorne an der Tülle das Fleisch rauskommt. Ich lasse so ein klein bisschen rausgucken. Das ist ja dann so ein bisschen fettig, da kann man noch ein bisschen mit dem Finger drumherum fahren. Die Därme habe ich vorher schon geputzt und 2-3 Mal mit Wasser durchlaufen gelassen, so lauwarmes. 10%ige Salzlake noch eingelegt, so 20 Minuten, halbe Stunde. Ich benutze jetzt heute hier so einen Schafsdarm. Die Größe schreibe ich euch noch in die Infobox rein. Kann ich euch nur sehr empfehlen. Die sind dann innerhalb von 5 bis 7 Tagen sind die dann fertig. Meistens kann man es schon nach 5 Tagen essen. Und danach tue ich sie dann auch noch räuchern. Das gibt halt einen ganz besonderen Geschmack noch. So, da haben wir die erste einmal schon durchgelassen. Die braucht ihr nicht abzubinden mit Wurstgarn oder sowas. Das geht so viel besser. Die dreht man auf die gewünschte Länge ab. Dreht einmal rechts, einmal links. Und wenn die mal 5 bis 10 Minuten im Warmen liegen, in der Küche, dann gehen die auch nicht mehr auf. Ihr könnt ja ein bisschen länger drehen und dann ist es wunderbar. Und man kann auch eine Platz lassen und immer in eine Richtung drehen. Das geht dann noch schneller. Und da jetzt habe ich noch ein bisschen was drin. Es klappt fast der Rest. Und da habe ich noch so welche Stücke, so Rinderkranzdarm. Das möchte ich jetzt nicht wegschmeißen. Und da fülle ich mal noch Würstchen in den Rinderkranzdarm rein. Und die Würstchen habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Die waren so lecker schon gewesen. Die dauern natürlich ein bisschen länger wie diese Knacker. Und ich habe jetzt, das Gewürz habe ich auch nicht gewechselt. Ich habe das mit demselben Gewürz gemacht. Und die waren wahnsinnig lecker. Das könnt ihr ja dann zum Schluss noch sehen, wie die geworden sind. Da habe ich eine größere noch abgefüllt und das könnt ihr dann sehen, wie die geworden sind. Also sehr, sehr fein geworden. Und wird auch ein Video noch vielleicht nächstes Jahr davon geben. Dieses Jahr werde ich dann wahrscheinlich weg vom Fenster sein. Und aufrufenmäßig ist es auch nicht so viel. Und dann tue ich das Ganze mal stilllegen. So, wenn ich es dann abgedreht habe, dann wasche ich die mal immer noch kurz ab unter kaltem Wasser. Und dann kommen die in den Keller bei mir, im Heizraum hängen die. Die habe ich dann über so einen Besenstiel gehangen, so ein alter. Und wie ihr seht, da hinten links, da hängt jetzt schon diese Rinderkranzdarm Mettwurst. Ist auf dieselbe Art gemacht. Das war dasselbe wie mit den kleinen Würstchen, was ich euch gezeigt habe. Und diese habe ich ein paar Tage vorher gemacht. Und ja, ich lasse sie gern noch ein bisschen länger hängen. So sehen sie aus. Man sieht auch die Senfkörner hier. Sind jetzt nicht so perfekt gefüllt. Aber vom Anschnitt her würde ich sagen, tipptopp. Und werde ich demnächst Fleisch wieder machen. Ja, und hier haben wir diese lange dicke, also bei uns sagt man lange dicke Mettwurst. Da gibt es bei uns eine Region, Gweidersbach heißt das. Da tun die so dick wie die ist, also ungetrocknet, dann in die Suppe. Also nach 3, 4, 5 Tagen wird die dann so benutzt in die Suppe. Allerdings ist sie dann jetzt nicht so hart wie diese hier. Und die ist wie eine Salami. Und schmeckt aber fantastisch. Schaut es euch an. Es sind ein paar Lufteinschlüsse drin, aber das macht gar nichts. Es war minimal. Für das, wo ich die mit der Hand gedrückt habe, finde ich sie ganz klasse. Und ich probiere ja immer rum. Schaut es euch an. Ist sehr lecker geworden. Mettwurst als Salami gereift. Sehr fein. Ja, dann ich sag mal tschüss. Bis vielleicht nächstes Jahr. Und bedanke mich bei allen, die immer kräftig geliked haben und zugeschaut haben. Wünsche euch alles Gute und tschüss.